Es ist allgemein bekannt, dass Tiere kommunizieren. Diese Sprachbotschaften sind schwer zu überhören. Aber das ist nur ein Bruchteil dessen, was wirklich gesagt wird. Wie auch die Menschen nutzen Tiere Körpersprache, um ihren Standpunkt deutlich zu machen. Sei es eine Geste, die Körperhaltung oder ein Blick. Aber woher wissen wir, was sie tatsächlich sagen? Mithilfe neuester Technologien haben WissenschaftlerInnen damit begonnen, die Bedeutung jeder einzelnen Bewegung zu entschlüsseln. Manchmal ist es, als ob man in den Spiegel schaut. Ist unsere eigene Körpersprache ursprünglicher, als wir dachten? Vielleicht besitzen wir ja die Fähigkeit, mit den Tieren zu sprechen. Dieser Affe uriniert gerade. Aber er erleichtert sich nicht einfach nur. Er hinterlässt eine Nachricht. Und er wird auch nicht rot, weil er auf frische Tat ertappt wurde. Sein rotes Gesicht dient der Kommunikation. Es ist ein roter Kahlkopf-Uakari, ein im Amazonasgebiet lebender Affe. Bevor es losgeht, macht er ein kleines Tänzchen. Auf diese Weise sendet er bei jeder Toilettenpause eine wichtige Nachricht. Indem er weit oben auf die Äste uriniert, signalisiert er seinen Artgenossen seine Dominanz. Wenn man nicht sprechen kann, wird der Körper zur Stimme. Viele Tiere haben nur ein kleines Repertoire an Lauten zur Verfügung. Aber sie kommunizieren mit einer großen Bandbreite aus Mimik und Gestik. Genau wie wir. Die Körpersprache hilft sowohl den Menschen als auch den Tieren, sich auszudrücken. Bei Tieren sind einige dieser Signale mehr als deutlich. Aber die meisten sind viel zu unterschwellig für uns. Den Code zu knacken ist für WissenschaftlerInnen eine Herausforderung. Aber eine Art bietet einen guten Ausgangspunkt. Unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen. So wie die Menschen sind sie hochintelligent und leben in komplexen sozialen Gefügen. Stabile Gruppen können aus 15 bis 150 Mitgliedern bestehen. Um aggressives Verhalten untereinander zu vermeiden, herrscht eine klar definierte Hierarchie. Versucht zum Beispiel ein rangniedrigeres Männchen sein Glück bei einem Weibchen, erinnert ihn das dominante Männchen daran, wer hier das Sagen hat. Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, ist Kommunikation unabdingbar. Schimpansen sind laut, aber ihr Vokabular ist begrenzt. Stattdessen haben sie einen reichhaltigen Wortschatz in der Körpersprache entwickelt. Die Primatologin Catherine Hobater verbrachte 11 Jahre in Westafrika, um die Körpersprache von Schimpansen zu erforschen. Sie beobachtet auch deren Verhalten in Gefangenschaft. Heute besucht sie den Zoo von Edinburgh in Schottland. Mit 20 Tieren befindet sich hier das größte Schimpansengehege der Welt, das darauf ausgelegt ist, natürliches Verhalten zu fördern. Sie ist überzeugt, dass hochentwickelte Affen den Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung unserer Sprache in den Händen halten. Das gilt sowohl für die körperliche als auch die Lautsprache. Ich interessiere mich für die Entwicklung der menschlichen Kommunikation. Leider kann man nicht die versteinerten Worte unserer Vorfahren ausgraben. Deswegen vergleiche ich die menschliche Kommunikation mit der Kommunikation anderer Spezies.
Schimpansen haben eine große Bandbreite an Gesten zur Verfügung. Sie nutzen über 80 unterschiedliche Bewegungen. Jede einzelne davon vermittelt eine ganz spezielle Art von Information. Das hilft ihnen dabei, sich in ihrem sozialen Miteinander zurechtzufinden. Wenn man also jemanden für das Stehlen von Nahrung zurechtweisen möchte, gerade ist ein großer Kampf ausgebrochen. Heute wurde ganz besonderes Futter serviert, verschiedene Sorten Obst. Ein paar von ihnen fingen an, sich darum zu streiten. Dann mischten sich auf einmal alle ins Geschehen ein. Sie umarmten ihre Freunde, sprangen ihnen zur Seite. Sie streckten aber auch die Hand aus, um sich zu versöhnen und den Kampf möglicherweise zu beenden. Man hört jede Menge Geschrei. Aber was man beobachten kann, sind 15 bis 20 verschiedene Arten von Gesten. Und diese Gesten helfen dabei, diese subtile Art der Kommunikation zu differenzieren. Diese subtilen Gesten zu isolieren und zu interpretieren, ist jedoch kompliziert. Deshalb filmt Catherine die Tiere, die sie beobachtet. Indem sie beobachtet, welche Reaktion eine bestimmte Geste auslöst, kann sie deren Bedeutung bestimmen. Es dauerte 11 Jahre, die 80 verschiedenen Schimpansengesten zu isolieren und zu entschlüsseln. Einige davon sind sehr offensichtlich. Eine Umarmung einfordern. Ein Purzelbaum als Einladung zum Spielen. Hüpfen, um zu sagen, komm mit. Indem er auf den Mund zeigt, bittet dieser Schimpanse darum, etwas vom Essen abzubekommen. Die Finger in den Mund des anderen zu stecken, signalisiert, ich vertraue dir. Aber woher weiß dieser junge Schimpanse, dass er auf den Rücken seiner Mutter klettern soll? Schauen wir nochmal. Sie hebt ihr Hinterbein. Das ist das Signal zum Aufsitzen. Catherines Arbeit mit den Schimpansen eröffnet eine Welt der Kommunikation, von deren Existenz wir keine Ahnung hatten. Je genauer man hinschaut, umso mehr Signale kann man identifizieren. Schimpansen und auch Menschenkinder brauchen Jahre, um diese Kommunikationsfähigkeiten von ihren Eltern und im Spiel mit anderen zu erlernen und zu meistern. Aber eine Geste muss nicht zwangsläufig komplex oder erlernt sein, um die Botschaft zu vermitteln. Es ist nicht schwer, diese Körpersprache zu verstehen. Sich aufzurichten und das Spreizen des Nackenschildes sind angeborene Reaktionen der Kobra. Sie folgt einfach ihrem Instinkt. Sie ist genetisch darauf programmiert, Gefahrensituationen auf diese Weise zu begegnen, auch ohne sie vorher schon einmal erlebt zu haben. Obwohl es sich hier um ein tödliches Raubtier handelt, dient diese Körpersprache der Verteidigung und nicht dem Angriff. In Gefahrensituationen nutzt die Schlange Körpersprache, um die Bedrohung abzuwenden, statt zuzubeißen und wertvolles Gift zu verschwenden oder Verletzungen zu riskieren. Eine grasende Elefantenherde stellt eine große Gefahr für die Kobra dar. Ein ausgewachsener Elefant wiegt durchschnittlich 5000 Kilogramm. Jeder von ihnen ist in der Lage, eine arglose Schlange zu zertrampeln. Mit jedem ihrer mächtigen Schritte schicken sie Schallwellen durch den Boden. Die Kobra hat keine Ohren. Aber sie nimmt die Vibrationen mit ihrem Kieferknochen wahr.
Die drohende Gefahr löst die instinktive Reaktion der Schlange aus. Sie konzentriert ihre Körpermasse und ihre Muskeln auf einen Ort. Sie ist bereit zuzuschlagen, würde es aber lieber nicht tun. Je näher die Elefanten kommen, desto deutlicher wird die Körpersprache der Kobra. Sie spreizt ihre verlängerten Rippen und formt so ein Nackenschild, um größer zu wirken. Eine deutliche visuelle Botschaft. Ich bin gefährlich und werde dich verletzen. Hau lieber ab. Aber das scheint die nahenden Elefanten nicht abzuschrecken. Als die Herde näher kommt, gibt ihnen die Schlange eine zweite, noch deutlichere visuelle Warnung. Das ist keine gewöhnliche Kobra. Es ist eine Mosambik-Speikobra. Sie kann ihr Gift bis zu 3 Meter weit sprühen. Dabei zielt sie auf die Augen des Angreifers. Bei Kontakt verursacht dieses Gift starke Schmerzen und sogar Sehverlust. Diese instinktive Körpersprache reicht normalerweise aus, um der Schlange aus der Patsche zu helfen. Die Augen der ausgewachsenen Elefanten liegen allerdings außerhalb ihrer Reichweite. Doch die Kobra kann nicht anders. Sie wurde programmiert, ihr Gift zu sprühen. Sobald sie sich verteidigen muss, findet diese Reaktion vollkommen automatisch statt. Und die Botschaft ist deutlich. Verschwinde! Aber welche Nachricht sendet dieses Tier? Es springt umher, wälzt sich im Dreck und uriniert sich selbst an. Diese Nachricht kann nur vom anderen Geschlecht verstanden werden. Das ist ein arabischer Tar, ein entfernter Verwandter der Bergziege und eine der am meisten gefährdeten Spezies der Welt. Ein Weibchen zur Paarung zu finden, ist für den Tar etwas schwieriger als für die meisten anderen Tiere. Er ist ein Einzelgänger im trockenen Ödland der arabischen Halbinsel. Da sie in der Wildnis kaum noch vorkommen, sind Begegnungen äußerst selten. Wenn ein einsames Männchen also bei einem Weibchen landen will, muss er sich richtig ins Zeug legen. Das könnte seine Chance sein, sich zu paaren. Vielleicht die einzige seines Lebens. Also nutzt er die Körpersprache, um direkt zum Punkt zu kommen. Seine Performance besteht aus mehreren Akten. Zuerst kommt das Scharren, ein echter Hingucker. Dann überzieht er einen nahegelegenen Busch mit einem beißenden Duft aus speziellen Geschlechtsdrüsen. Sie sieht interessiert aus. Jetzt uriniert er sich an. Welche Frau könnte da widerstehen? Nach weiterem Scharren fährt er schwere Geschütze auf. Jetzt hat er ihre Aufmerksamkeit. Zeit zu zeigen, was er drauf hat.
Die Botschaft ist unmissverständlich. Schau mich an. Das Herumrennen und Springen soll das Weibchen davon überzeugen, dass er ein gesundes Exemplar ist und wert, ihren Nachwuchs zu zeugen. ...24 Stunden später hat ihm das Weibchen seine Anwesenheit unter ihrem Baum gewährt. Er verteilt weiterhin seinen Moschusduft. Als Einzelgänger kann er dieses Verhalten unmöglich von anderen Artgenossen gelernt haben. Wie das Speien der Kobra ist auch dieses Verhalten instinktiv. Aber es geschieht nicht automatisch. Anders als die Kobra entscheidet das Tarmännchen selbst, ob und wann er aufs Ganze geht. Sein Werben war erfolgreich. Aber das Weibchen wird nicht lange bei ihm bleiben. Langzeitbeziehungen zu pflegen bedarf eines höheren Grades an Kommunikation. Es geht nicht darum, jemanden für einen One-Night-Stand zu finden, sondern auf Dauer zusammen glücklich zu sein. Kapptölpel leben zu Tausenden auf den Inseln vor der zerklüfteten Südküste Afrikas und nisten dort von September bis April. Dieses Männchen kehrt gerade von einem Fischzug zu seiner Partnerin zurück. Sie befindet sich irgendwo inmitten dieser Kolonie. Um zu ihr zu gelangen, muss er durch dieses dichte Gedränge warten. Aber Kapptölpel sind in ihrem begrenzten Raum äußerst territorial. Ihre Nester liegen exakt eine Körperlänge auseinander. Die Grenzen zu überschreiten ist strengstens verboten. Dadurch hat das Männchen kaum Platz, um sich durchzuzwängen. Um die Nachbarn nicht zu verärgern, nutzt das Männchen eine spezielle Form der Körpersprache. Er zeigt Richtung Himmel. Damit sendet er eine klare Botschaft an die anderen Kapptölpel. Ich möchte hier nur durch und werde euch euren Platz nicht streitig machen. Während er den Augenkontakt mit seinen Nachbarn vermeidet, lauscht er nach seiner Partnerin. Kapptölpel binden sich lebenslang. In dieser Menge ein Gesicht zu erkennen, fällt schwer. Also müssen sie lernen, sich an ihrem Ruf wiederzuerkennen. Als er seine Partnerin endlich erreicht, nutzt er verschiedene Arten der Körpersprache, um sicherzustellen, dass er die richtige gefunden hat.
Dieses Schnäbeln stärkt ihre enge, lebenslange Verbindung. Solches Bindungsverhalten wie Fellpflege und Werben wird durch eine Chemikalie namens Mesotozin ausgelöst. Es ähnelt Oxytocin, dem sogenannten Liebeshormon des Menschen. Doch bei Vögeln, Amphibien und Reptilien ist es das Mesotozin. Solange sie ein Paar sind, haben beide Vögel einen hohen Mesotocinspiegel, um ihre enge Bindung aufrechtzuerhalten. Sie schließen einen Pakt, um die bevorstehenden harten Wochen der Kükenaufzucht gemeinsam zu überstehen. Nach 3 Monaten verlassen die Küken das Nest. Die ausgewachsenen Tiere gehen jetzt wieder getrennte Wege. Sie werden sich nun 5 Monate lang nicht sehen. Doch zu Beginn der nächsten Brutsaison werden sie zurückkehren, auf die Rufe des anderen hören und ihre Verbindung mit denselben Gesten erneuern. Obwohl sie elegant, funktional und anspruchsvoller ist als die von Kobra und Tar, ist auch die Körpersprache von Kapptölpeln begrenzt. Sie bindet das Paar und sorgt während der Brutsaison für ein friedliches Miteinander in der Kolonie. Aber dieses Verhalten ist angeboren. Es ist von Geburt an instinktiv. Es liegt in ihrer DNA. Je komplexer die soziale Interaktion wird, desto komplexer wird auch das damit verbundene Verhaltensrepertoire. Es geht über die Grenzen des Instinkts hinaus. Und dieses Verhalten muss erlernt werden. Wie menschliche Kinder lernen auch Schimpansen jahrelang die Körpersprache von ihren Müttern und anderen Mitgliedern ihrer Gruppe. Sie leben in komplexen sozialen Strukturen und müssen jeden Aspekt sozialer Dynamiken kommunizieren können. Es geht hier nicht nur darum, zu kämpfen oder Partner zu finden. Es entwickeln sich Freundschaften. Man verbündet sich mit jemandem, der die Führung der Gruppe demnächst übernehmen könnte. Es kann aber auch darum gehen, wer sein Essen miteinander teilt. Die Beziehungen unter den Schimpansen spiegeln die Komplexität der menschlichen Gesellschaft wider. Ihre Körpersprache zeigt eine große Bandbreite, die von Gruppenpolitik bis hin zu alltäglichem Klatsch reicht. Wie Catherines Aufnahmen aus der Wildnis zeigen, reicht ihr begrenztes Spektrum an Lautäußerungen nicht aus, um jede Art von Interaktion abzudecken. Aber das Spektrum an Bewegungen ist riesig. Die Körpersprache gleicht so das fehlende Vokabular ganz einfach aus. Dieses Alpha-Männchen fordert das Weibchen auf, zu ihm zu kommen. Er streckt seinen Arm aus. Daraufhin kommt sie heraus und zeigt sich ihm. Auch dieses Männchen signalisiert dem Weibchen, zu ihm zu kommen. Doch sie reagiert nicht schnell genug. Das nervt ihn ganz schön. Also schüttelt er diese Bäume kräftig mit beiden Armen. Eine wirklich dramatische Geste, die ihr im Grunde sagen soll: Na los, mach schon. Komm jetzt sofort hierher. Wenn ein rangniedriger Schimpanse einen ranghöheren darum bittet, sein Essen zu teilen, muss er die richtigen Gesten beherrschen. Wir sehen hier ganz kleine, vorsichtige Bettelgesten. Dann gibt er ihr ein bisschen ab und sie kann eine kleine Mahlzeit genießen. Junge Schimpansen lernen jeden Tag durch Interaktion mit anderen Mitgliedern der Gruppe. Diese Szene zeigt ein Jungtier am Boden, das gern zu seinem Freund möchte. Der ausgestreckte Arm bedeutet: Lass uns näher kommen. Sein Freund erwidert die Geste. Aber das Junge am Boden befindet sich auch ganz unten in der Hierarchie. Es benötigt erst die Erlaubnis der Mutter seines Freundes. Erneut hebt er den Arm, um seinen Wunsch zu zeigen.
Aber sie erlaubt es nicht. Seine Reaktion ist nicht schwer zu entziffern. Einen Wutanfall kennt wirklich jeder. Wir teilen über 95% unserer DNA mit den Schimpansen. Es ist also keine Überraschung, dass ihre Körpersprache fast so vielfältig ist wie unsere eigene. Doch wie ist es bei anderen Tieren? Dieser Grad an komplexer Kommunikation ist laut WissenschaftlerInnen nicht nur bei Primaten zu finden. Wölfe sind Schimpansen sehr ähnlich. Sie sind sehr soziale Wesen. Sie leben in klaren Hierarchien mit einem Alpha-Männchen und Weibchen an der Spitze. Wie auch Schimpansen spielen, streiten und knüpfen sie Kontakte miteinander. Und das Wichtigste: Sie bilden ein solides, eingespieltes Team, um ihre Beute zu jagen. Die Verhaltensökologin Eleanor Hopkirk erforscht, wie Wölfe ihre Körpersprache nutzen, um das Rudel zu vereinen und die soziale Hierarchie aufrechtzuerhalten. Ein kleines Weibchen ging zu einem großen Männchen und stellte sich einfach über ihn. Das reichte aus, um klarzustellen, dass sie trotz des Größenunterschiedes der dominantere der beiden Wölfe ist. Indem dieses Alpha-Männchen sein Kinn auf den Rücken eines Rudelmitgliedes legt, erinnert es ihn daran, dass es im Rang über ihm steht. Durch das Ausüben ihrer Autorität kann das Alpha-Paar die Ressourcen des Rudels verwalten und kontrollieren, wer sich fortpflanzen darf. Sie befehligen das Rudel auch auf der Jagd oder der Verteidigung ihres Territoriums. All das tun sie einzig durch Körpersprache. Das Präsentieren des Bauches, einem der verletzlichsten Bereiche des Körpers, ist ein klares Zeichen der Unterwerfung. Dieser Wolf geht zum anderen und stellt sich einfach über ihn, worauf sich der am Boden liegende auf den Rücken rollt. Es sind kleine soziale Interaktionen, um einander an die Rangordnung zu erinnern. Es gibt verschiedene Schwanzgesten, verschiedene Arten, den Schwanz zu bewegen. Ist der Schwanz direkt unter ihnen eingezogen, sind sie unterwürfig. Und natürlich das Schwanzwedeln. Es signalisiert, dass die Wölfe entspannt und glücklich sind. Hundehalter kennen das. Diese Signale sind sehr gut erkennbar. Aber Eleanor entdeckte noch weitere, die man ganz leicht übersehen kann. Ein Zungenschlag dieser Tiere ist normalerweise ein Zeichen der Beschwichtigung. Einmal geblinzelt, schon verpasst. Aber Wölfe sind sehr empfänglich für solche Signale. Wölfe nehmen die Welt viel schneller wahr als wir. Man kann zwar verschiedene Gesichtsausdrücke wahrnehmen, aber erst durch das Verlangsamen meiner Aufnahmen auf ein Viertel ihrer Geschwindigkeit werden die subtilen Gesichtsausdrücke erkennbar, die feinen Details in der Mimik der Wölfe. Wölfe werden oftmals gefürchtet, weil ihre Bewegungen schnell aggressiv erscheinen können. Doch der Schein trügt. Eleanors Forschungen zeigen, dass oft das Gegenteil der Fall ist. Man kann beobachten, wie sie zuschnappen, wie sie ihre Ohren anlegen. Oft fletschen sie auch die Zähne. Aber wenn man es sich stark verlangsamt anschaut, wird klar, dass sie sich nicht verletzen. Wie auch bei Menschen und Schimpansen beugt klare Kommunikation Konflikten vor. Es wäre eine ziemliche Energieverschwendung, die Hierarchien durch ständiges Kämpfen aufrechtzuerhalten. Stattdessen geht man einfach kurz vorbei, sagt, hey, ich bin der Boss und verschwindet dann wieder. Mit ihrer Körpersprache halten die Wölfe die Hierarchie aufrecht, aber auch die Gruppe zusammen.
Manchmal sieht man auch andere Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das Aneinanderschmiegen, bei dem sie ihre Nasen oder Köpfe aneinander kuscheln, oder sie beschnüffeln sich. Wenn sie schlafen, kann man auch beobachten, dass sie normalerweise sehr dicht beieinander schlafen, sich dabei auch berühren. Mit diesen Berührungen stärken sie ihre sozialen Bindungen. Und das ist zwingend nötig, denn nur so behält man das Rudel zusammen, diese Familie. Man braucht diesen Zusammenhalt einfach für die verschiedenen Aufgaben, die der Alltag bereithält. Das Erlegen eines Elches zum Beispiel, das funktioniert nur zusammen im Rudel. Nach 3 Jahren intensiver Beobachtung hat Elena über 20 verschiedene Gesten entschlüsselt. Genauso wie wir miteinander sprechen, nutzen die Wölfe diese Ausdrucksform als Sprache. Wir reden miteinander, nutzen dabei Worte und können auf diese Weise Aggressionen vermeiden. Die Wölfe tun es uns gleich. Auch sie kommunizieren, aber sie vermeiden Aggression und Gewalt durch ihre Körpersprache. Ehrlich gesagt sind sie uns da sehr ähnlich. Wenn wir solche Ähnlichkeiten schon in so weit entfernt verwandten Tieren entdecken können, können wir dann die Ursprünge unserer Körpersprache durch das Tierreich zurückverfolgen? Wie weit können wir zurückgehen? Manches Verhalten ist instinktgesteuert. Droht ein Streit sich zu einem Kampf zu entwickeln, taxiert man sein Gegenüber. Glaubt man gewinnen zu können, lässt man den Streit womöglich eskalieren. Oder man versucht, sich aus der Situation herauszureden, wenn man keine Chance hat. Sich durch Kommunikation außer Gefahr zu bringen, ist im gesamten Tierreich verbreitet. Sogar bei Tieren mit einem ganz anderen Sozialleben als dem unseren. In den Sanddünen der Rub al-Khali-Wüste im Oman ist die Bühne für den Kampf bereitet. Ein arabischer Oryx bewacht seinen Harem aus Weibchen und ihren Jungen. Es ist die Brunft, die jährliche Paarungszeit. Ein Rivale taucht in der Hoffnung auf, die Herde erobern zu können. Oryx sind berüchtigt für ihre speerähnlichen Hörner und ihr feuriges Wesen. Sie könnten sich ganz leicht töten, sollten sie wichtige Organe mit ihren Hörnern durchbohren. Bei solch hohen Einsätzen ist es besser, einem richtigen Kampf aus dem Weg zu gehen. Oryx nutzen lieber die Körpersprache, um ihren Punkt deutlich zu machen. Ein weiterer Bulle taucht auf. Es beginnt ein Tanz, ein Ritual der Gesten. Sie laufen nebeneinander her und beäugen sich gegenseitig. Das Beugen des Kopfes ist eine Herausforderung und eine Möglichkeit, die Hörner zu präsentieren. Mit ihren Hörnern loten sie die Situation aus. Kleine Schubser dienen dazu, die Stärke des jeweils anderen einzuschätzen. Es sieht aus wie ein Kampf, ist aber sorgfältig choreografiert. Jeder von ihnen sagt, ich bin größer und stärker als du. Schau dir meine Hörner an. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Durch das gegenseitige Beäugen haben sie schnell und vor allem schmerzlos die Möglichkeit, ihre Chance auf einen Sieg auszuloten. Das kleinere der beiden Männchen zieht den Rückzug der Verletzung vor. Dank dieser ritualisierten Körpersprache konnte das dominante Männchen seinen Harem verteidigen. Und das ganz ohne zu kämpfen. Aber wie verhält es sich, wenn die Rollen vertauscht werden? Und nicht die Männchen, sondern die Weibchen den Partner auswählen? Können Weibchen Männchen mit Körpersprache dazu bringen, ihre Jungen zu beschützen? Dieses Rudel afrikanischer Löwen hat 2 Männchen.
Eines ist etwas älter und größer als das andere. Aber beide sind wichtig für die Verteidigung ihres Territoriums. Also liegt es im Interesse des Weibchens, dafür zu sorgen, dass beide Männchen sich um den Nachwuchs kümmern. Heute sind die meisten Löwinnen des Rudels auf der Jagd. Nur ein Weibchen blieb zurück. Sie ist in der Brunft, hat einen Eisprung. Das jüngere Männchen weicht ihr nicht von der Seite und nutzt jede Gelegenheit, sich mit ihr zu paaren. Seine Körpersprache ist deutlich. Dieses Weibchen gehört ihm und auch ihre Jungen werden ihm gehören. Aber das Weibchen weiß, dass das nicht ausreichen wird, um die Sicherheit ihrer Jungen zu gewährleisten. Sie muss das andere Männchen davon überzeugen, dass auch er der Vater ist. Nur so werden beide Männchen die Jungen beschützen. Das ältere Männchen sieht nicht sehr interessiert aus. Aber man sollte niemals die Macht weiblicher Körpersprache unterschätzen. Sie stupst ihn an. Dann legt sie sich zu ihm. Das junge Männchen versucht einzuschreiten, aber sie konzentriert sich weiter auf das ältere Männchen. Sie verjagt das junge Männchen sogar. Es besteht kein Zweifel daran, was die Löwin mit ihrer schmeichelnden Körpersprache erreichen will. Im Gegensatz dazu verschwenden weibliche Tüpfelhyänen ihre Zeit nicht mit Verführungen. Sie dominieren das Rudel und stellen sicher, dass es auch wirklich jeder weiß. Jedes Rudel wird von einer Matriarchin angeführt. Sie besteigt die Männchen und manchmal auch die Weibchen und stellt damit klar, wer hier das Sagen hat. Weibliche Hyänen zeigen ihre Dominanz mit Hilfe eines Pseudopenis. Eine Art Muskelschlauch, mit dem sich die weiblichen Hyänen paaren, urinieren und gebären. Das Besteigen des anderen ist die ultimative Darstellung von Dominanz bei jeder Spezies. Es ist so deutlich, wie Körpersprache nur sein kann. Aber wie die Primatenforscherin Catherine Hobater verrät, schlagen die Schimpansen mit der Bandbreite und Vielseitigkeit ihrer Körpersprache jedes andere Tier. Derzeit untersucht sie, wie viel Körpersprache wir mit unseren nächsten lebenden Verwandten gemeinsam haben. Die Schimpansengeste für „Geh weg" ist leicht zu verstehen. Sie ist identisch mit unserer. Aber haben wir auch komplexere Signale gemein? Hier im Zoo von Edinburgh interagieren die Schimpansen häufig mit menschlichen Forschern. Sie kommen einfach in den Beobachtungsraum, wenn ihnen danach ist. Es ist eine Möglichkeit herauszufinden, wie weit sich Schimpansen und Menschen verstehen können. Nein, du musst den Finger erst rausziehen. Nein, raus damit. Der Schimpanse zeigt mit dem Finger auf das Objekt seiner Begierde. Okay, ich versuche herauszufinden, ob er Blaubeeren oder Äpfel bevorzugt. Mal sehen, was er wählt. Die Wahl ist klar. Er wählt die Blaubeere. Doch die Unterhaltung ist nur von kurzer Dauer. Oh nein, er hat nicht mal seine Belohnung bekommen. Das Alpha-Männchen hat sich dazu gesellt. Es zeigt seine Dominanz, indem es gegen die Wände schlägt. In der Wildnis würde es das mit Bäumen tun, um seine Stärke zu zeigen. Er kommuniziert also auf eine Art mit ihnen, mit der er normalerweise mit Schimpansen kommunizieren würde. Es erwartet, dass die Menschen, genau wie die Schimpansen, die Botschaft verstehen. Und da ist es nicht allein. Ein dominantes Weibchen bespuckt die Beobachter, um zu zeigen, wer hier die Hosen anhat. Das ist wirklich interessant. Sie ist ein hochrangiger Schimpanse und sie verhält sich auch ihnen gegenüber äußerst dominant. Dieses Verhalten ist an die WissenschaftlerInnen gerichtet, nicht an die anderen Schimpansen.
Die Schimpansen handeln also in Erwartung, dass ihre Handlungen von den Menschen verstanden werden. Aber diese Menschen hatten Jahre, um sich mit den Gesten der Schimpansen vertraut zu machen. Catherine will herausfinden, ob alle Menschen in der Lage sind, die Körpersprache der Schimpansen zu verstehen. Können wir dank unserer engen Verwandtschaft vielleicht alle Schimpansisch sprechen? Sie zeigt den Teilnehmenden 10 klare körpersprachliche Gesten. Zum Beispiel: Lass uns Fellpflege betreiben, klettere auf meinen Rücken und komm sofort her. Ihre Deutungen der Gesten hält Catherine fest. Wir werden gleich mal sehen, ob wir die Schimpansensprache verstehen können. Catherines Freiwillige haben diese Videoclips noch nie zuvor gesehen. Sie sind Teil eines viel größeren Projekts, das Catherine derzeit durchführt. Ja, das kann diese Geste wirklich bedeuten. Sollten Ihre Tausenden von Freiwilligen erkennen können, was diese Gesten bedeuten, ließe dies vermuten, dass die Menschen ein instinktives Verständnis für die Körpersprache der Schimpansen besitzen, welches auf gemeinsame Vorfahren zurückzuführen sein könnte. Als so nahe Verwandte scheinen Schimpansen die besten Kandidaten für die Kommunikation zwischen den Arten zu sein. Wir können Gesichtsausdrücke wie Stirnrunzeln oder Grinsen erkennen. Neue Forschungen zeigen aber, dass auch Tiere, von denen man es nicht erwarten würde, diese anspruchsvolleren Gesichtsausdrücke verwenden. Im Zuge ihrer Forschungen dokumentierte die Zoologin Eleanor Hopkirk die zahlreichen Gesichtsausdrücke von Wölfen. Sie glaubt, zusätzlich zu der offensichtlichen Körpersprache eine sehr subtile Form der Kommunikation entschlüsseln zu können. Wölfe haben komplexe Gesichtsausdrücke, mit denen sie im Rudel untereinander kommunizieren. Die Gesichter der Wölfe sind äußerst beweglich. Die Gesichtsmuskulatur ermöglicht es ihnen, Ohren, Augenbrauen, Schnauze, Stirn und Lippen unabhängig voneinander zu bewegen. Das ist mehr, als jedes andere Mitglied der Wildhundfamilie vorweisen kann. Durch das Zusammenspiel so vieler Muskeln verfügen Wölfe über eine Vielzahl von Ausdrücken. Bis heute nahm man an, dass die Kommunikation durch Gesichtsausdrücke ausschließlich höheren Primaten und Menschen vorbehalten wäre. Meine Forschung scheint zu bestätigen, dass Wölfe unabhängig davon eine eigene Art der Kommunikation durch Gesichtsausdrücke entwickelt haben. Und diese ähnelt der unseren. Diese Wölfe sind gerade wütend aufeinander. Beide haben die Nase gerümpft, die Lippen zurückgezogen und fletschen die Zähne. Große, starre Augen, hochgezogene Augenbrauen, nach vorne gerichtete Ohren und ein fest geschlossener Mund zeigen Überraschung. Ein gesenkter Kopf mit großen Augen, nach hinten gerichteten Ohren und offenem Mund, der aber keine Zähne zeigt, deutet auf Freude hin. Es ist eine Körperhaltung, die Hundebesitzer kennen dürften. Eleanors Forschung stellt eine lange gehegte Annahme über Hunde und Wölfe in Frage. Tierverhaltensforscher gehen seit langem davon aus, dass Hunde in den 10.000 Jahren ihrer Domestizierung einige Gesichtsausdrücke vom Menschen erlernt haben. Diese domestizierten Hunde hätten uns nachgeahmt, um die Kommunikation mit uns zu erleichtern. Aber Eleanors Arbeit zeigt, dass Wölfe die gleichen Gesichtsausdrücke aufweisen wie ihre domestizierten Nachkommen. Es könnte also sein, dass Wölfe seit Hunderttausenden von Jahren auf diese Weise kommunizieren. Vielleicht machte dies ihre Domestizierung einfacher. Da also Menschen und Wölfe über Gesichtsausdrücke kommunizieren, ermöglichte dies wahrscheinlich frühe Interaktionen zwischen Menschen und Wölfen. Und dadurch entwickelte sich der Wolf zum Haushund, zum besten Freund des Menschen. Wir verstehen unsere Haustiere und ihre wilden Vorfahren also vielleicht besser, als wir denken. Im Zoo von Edinburgh kommt das Experiment von Catherine Hobater zum Ende. Sie hat Daten von über 7.000 Teilnehmenden gesammelt. Weißt du, was Fellpflege ist? Ja. Gut. Wir haben dieses Experiment mit Tausenden von Menschen durchgeführt und es gelingt uns viel, viel besser, als wir gedacht hätten. Look at that, 2 out of 2. You're speaking Chimp fantastically.
Die Leute deuteten 2 von 3 Gesten richtig, manche sogar 3 von 3. Das sagt uns, dass viele der Gesten, die wir bei den Schimpansen gesehen haben, auch Teil unseres eigenen Repertoires zu sein scheinen. Selbst wenn wir sie nicht verwenden, erkennen wir sie zumindest noch. Und das bedeutet, dass dieses System der gestischen Kommunikation möglicherweise bis zu unserem letzten gemeinsamen Vorfahren zurückweist, der unter Umständen ebenfalls auf die gleiche Art und Weise gestikuliert hat. Möglicherweise steckt ein bisschen Schimpanse in uns. Die Schimpansen- und Wolfsforschung enthüllt größere Überlappungen zwischen Menschen und wilden Tieren als bisher angenommen. Während die Wissenschaft uns dabei hilft, bestimmte Gesten zu entschlüsseln, entdecken wir vielleicht, dass die Körpersprache verschiedenster Tierarten einer universellen Sprache entspringt, die wir alle verstehen können.